Herzlich willkommen beim Dennerle Kochstudio. Mein Name ist Volker Jochum und heute habe ich ein ganz besonderes Rezept für euch mitgebracht. Ein Rezept, worauf ich mich tierisch freue und was auch eins meiner Lieblingsrezepte ist. Und zwar geht es um das Thema Iwagumi-Style Aquarien. Was brauchen wir alles für ein Iwagumi-Style Aquarium? Als allerwichtigstes gute Steine. Für das Iwagumi heute habe ich Mini-Landschaft, heißen die Steine. Und da habe ich mir einiges ausgesucht. Also ich habe da richtig eine große Menge mir ausgesucht. Wir werden ja nur ein 35 Liter Aquarium einrichten. Aber alle diese Steine werde ich nicht verwenden. Aber ich muss da immer aussuchen und gucken, weil beim Iwagumi ist der Stein im Vordergrund. Die Pflanze rundet das Ganze nur so ein bisschen ab. Da ist wirklich, schöne Steine sind da essentiell notwendig. Also kauft lieber 2-3 Steine mehr, wie dass ihr euch später ärgert, dass ihr nicht genügend Steine habt. Was brauchen wir noch alles? Natürlich Pflanzen. Beim Iwagumi, habe ich ja eben gesagt, sind die Steine im Vordergrund. Aus dem Grund haben wir wirklich nur 2 Pflanzarten. Einmal als kleines Highlight habe ich hier eine Eriocaulon. Und dann habe ich hier nochmal Migrantium Spezies Monte Carlo als Hauptpflanze. Dann brauchen wir einen Filter. Und da ich ja in unserem Iwagumi keine unnötige Technik haben möchte, habe ich mich für unseren Scapers Flow entschieden. Der Scapers Flow hat eine integrierte Lily Pipe. Passt, also ist ein Hang-on-Filter, also der passt perfekt in dieses Konzept. Dann eine Rückwand. Und zwar nehme ich bei diesem Aquarium unsere Scapers Back. Und zwar die Milk-Variante. Das heißt, die ist blickdicht, aber die lässt ein bisschen Licht von hinten durch. Und man kann das in der verschiedenen Stimmung bestrahlen. Also man kann die Farbe ändern und so. Und somit wirkt das Aquarium später viel, viel interessanter. Natürlich Bodengrund. Und dann nehmen wir Soil. Unser Scapers Soil bietet sich da super an. Und als letztes, eins der wichtigsten Sachen, Licht. Und hier nehme ich unsere 18 Watt Trokal-LED, dass wir da auch richtig Licht drüber haben und genügend Power, so dass die Pflanzen schön flach und kompakt wachsen. Hier habe ich mich entschieden für unseren 35er Scapers Tank, und zwar die Basic-Variante. Da ist wirklich nur das Aquarium, eine Abdeckscheibe, eine Unterlegmatte, das war's. So, bevor wir mit dem Gestalten beginnen, möchte ich euch noch mal kurz diese milchige Folie erklären, was ich eben gesagt habe. Also das ist unsere Scapers Back in Milk, heißt sie. Und ich zeige euch noch mal, was ich eben gemeint habe. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier ein Handy. Und dann könnt ihr schön sehen, hier kann man schön eine schöne Lichtstimmung simulieren. Jetzt mit dem Handy natürlich nicht, aber wenn ihr irgendwie ein bisschen weiter weg geht und dann orangenes Licht, da könnt ihr einen Sonnenaufgang simulieren oder ein bisschen einen Farbverlauf reinbringen, wenn das Aquarium ein bisschen bläulich, der Hintergrund ein bisschen bläulich, ein bisschen heller. Und dann später wirkt das Aquarium, wenn es eingerichtet ist und ihr habt das beleuchtet, wirkt es viel, viel tiefer. Aber genug über die Rückwandfolie gesprochen, jetzt fangen wir an mit der Gestaltung. So, als erstes fangen wir mit dem Bodengrundaufbau an. Bevor wir jetzt mit dem Soil anfangen, müssen wir die Scheibe ein bisschen schützen, weil wir hier relativ große und schwere Steine verwenden und die auch sehr schroff sind und spitze Kanten haben. Empfehle ich euch, holt euch eine PVC-Platte, legt die unten auf die Glasscheibe. Somit seid ihr sicher, dass euer Aquarium auch nicht zerspringt, wenn ihr da Wasser reinmacht. Dann als nächstes kommt der Soilboden rein. Ich verwende ganz gerne Soil, weil ich hier alles in einem habe. Also ich habe quasi Nährboden und ich habe Kies. Alles in einem, und auch die Pflanzen wachsen besser, meiner Meinung nach, im Soil. Und hier könnt ihr schon sehen, 8 Liter in einem 35 Liter Scapers Tank. Beim Iwagumi ist es wichtig, nach hinten hin relativ hoch zu befüllen, dass wir auch später eine schöne Tiefenwirkung im Aquarium haben. Den Soil haben wir drin. Jetzt kommt eins meiner wichtigsten Tools, der Pinsel.
Und den verteilen wir jetzt nochmal schön gerade und ansteigend nach hinten. Normalerweise würde ich jetzt einen Filter einbauen. Da wir ja einen Hang-on-Filter ranmachen, quasi einen Filter, der außerhalb vom Aquarium ist, ist es hier jetzt nicht so wichtig. Bevor ihr jetzt mit den Steinen anfangt, sie zu setzen, den Soil ein bisschen andrücken, dann hält er besser. Und jetzt kommen die Steine dran. Bei den Steinen, da gibt's verschiedene Regeln und Iwagumi, googelt's mal, da gibt's so, im Internet findet ihr die diversen, dieser Stein heißt so, dieser Stein heißt so, und dann gibt es den Stein, den Hauptstein, Vaterstein, Mutterstein. Ich mache so, wie mir es am besten gefällt. Ich halte mich auch an gewisse Regeln, aber aus dem Grund habe ich auch sehr, sehr viele Steine. Und jetzt gucken wir mal, jetzt baue ich einfach mal los. Und das, was mir danach am besten gefällt, so lassen wir es dann. Gut, dann legen wir mal los. Unser Layout ist jetzt fertig. Mir gefällt es sehr gut. Ich erkläre nur mal kurz, warum ich was, wie, wo gemacht habe und ein paar kleine Tricks, die euch auch helfen können. Trick Nummer 1, modelliert die Steine immer tief rein. Wenn ihr einen Stein einfach nur auf den Säul oder Kies drauflegt, sieht der immer aus wie draufgelegt. Immer ein bisschen anmodellieren und dafür holt euch auch am besten einen Pinsel. Damit kann man den Stein so richtig schön anmodellieren oder auch wenn irgendwo Säul, wo er nicht sein soll, ist, kann man den damit schön wegpinseln. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel eine kleine Schlucht gelassen. Die habe ich bewusst gelassen, dass man von der Mitte raus aus zur Seite hin so einen kleinen Weg sieht. Damit habe ich auch nochmal die Tiefe hervorgehoben. Auch mal hier den Stein ein bisschen in den Vordergrund gesetzt, weil er halt schon relativ groß ist. Und hier in den Hintergrund auch mal einen kleineren Stein gesetzt. Auch nochmal, um die Tiefe ein bisschen hervorzuheben. Und natürlich auch immer geguckt, dass die Steine in der Maserung und in der Flucht, wie sie liegen, auch immer zusammenpassen. Dass das dann nicht später, übertrieben gesagt, ein Stein hat so einen Riss und der Stein, wo rangeht, hat so einen Riss. Also immer so oder so oder so. Damit hat man auch noch mal ein bisschen mehr Natürlichkeit und eine schönere Wirkung des Gesamten. Und ihr könnt jetzt echt sehen, ich habe hier in so einem 35er geht echt was an Steinen rein. Also kauft lieber 3 Steine mehr, wie dass ihr später mit irgendeinem halbgaren Ergebnis arbeiten müsst. Was brauchen wir alles zum Bepflanzen? Als erstes eine Sprühflasche. Die brauchen wir für den Säul gut anzufeuchten, dass wir, wenn wir die Pflanzen reinstecken, die Wurzeln nicht austrocknen. Dann brauchen wir natürlich die Pflanzen und ich verwende auch immer eine Pinzette und eventuell auch, eine Schere, für wenn die Pflanzen zu groß sind oder die Wurzeln zu lang, noch mal ein bisschen anzuschneiden. Da wir ja hier jetzt alles das, was hier Säul ist, bepflanzen, wird es ganz einfach. Wir haben hier die Monte Carlo als Bodendeckerpflanze, relativ einfache Bodendeckerpflanze, ist auch eine meiner Lieblingspflanzen. Die pflanzen wir überall, wo jetzt freie Stellen sind. Und hier die Eriocaulon. Das gibt so eine Pflanze, die so ein bisschen als Highlight
in das Layout eingebracht wird, die kommen dann auch hier so ein bisschen hier so an diese Stelle, so dass ein bisschen Dominanz zeigt. So, wir haben jetzt den Bodengrund gut gewässert. Das heißt, wir können jetzt mit dem Bepflanzen beginnen. Ich fange jetzt mit der Monte Carlo an. Da gehe ich einfach hin und nehme mir so kleine Portionen und die setze ich einfach mit genügend Abstand voneinander in den Soil. Und jetzt könnt ihr schon sehen, mit einer Pinzette ist das Bepflanzen wesentlich einfacher, wie wenn man das jetzt mit den Fingern machen müsste. Und lasst den Pflanzen wirklich rundherum genügend Abstand, so dass sie sich auch schön ausbreiten können. Das Problem ist, wenn ihr die Pflanzen zu eng aneinander setzen würdet, würden sie irgendwann, also sie fangen irgendwann an zu wachsen und dann würden sie übereinander wachsen. Und das heißt, die untere Pflanze würde kein Licht mehr bekommen und würde dann absterben und gammeln. Und aus dem Grund, dem vorzubeugen, lasst den Pflanzen einfach genügend Platz. Erstens mal, ihr kriegt einen schöneren Teppich, also ihr kriegt eine schönere flachen Teppich hin und die Pflanzen gehen auch nicht unnötig kaputt und belasten euer Aquarium. So, mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Hier habe ich noch, wenn ihr das sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier war so eine Felsspalte und da habe ich von dieser Monte Carlo auch was reingeklemmt. Das könnt ihr auch mal ausprobieren, das funktioniert super. Also Monte Carlo könnt ihr auch irgendwie ein bisschen auf Steine aufbinden oder wenn ihr einen Bonsai-Baum habt, in die Äste da reinstecken. Also Monte Carlo wächst ähnlich wie Moos. Also das funktioniert top. Versucht es mal hier in eine Felsspalte einfach mal ein bisschen rein und guckt, was passiert. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Als nächstes kommt das Wasser einlassen. Wasser einlassen, dafür brauchen wir einfach nur ein bisschen Küchenpapier. Das Küchenpapier legen wir dann im Aquarium aus. Warum? Ganz einfach. Das Küchenpapier saugt sich jetzt mit Wasser voll, drückt sich dann nach unten und steigt langsam mit dem Wasserspiegel nach oben an. Und ihr habt normalerweise alles da, wo ihr es auch hingepflanzt habt. Also die Pflanzen bleiben an Ort und Stelle quasi. Am Anfang vom Befüllen immer schön langsam machen. Wenn das Aquarium so halb voll ist, könnt ihr auch ein bisschen mehr Gas geben. Und ganz wichtig, bitte temperiertes Wasser nehmen. Es ist nie gut, auch wenn Tiere drin sind oder so, immer kaltes Wasser aus der Leitung nehmen. Jetzt bei den Aquarien ist ja nicht so ein Problem, dann einen Tag vorher 2 Gießkannen sich so richten und im Zimmer stehen lassen. Die sind dann am nächsten Tag, haben die Zimmertemperatur, das ist okay. Aber wenn ihr zu kaltes Wasser nimmt, das ist schon ein Schock für die Pflanzen oder auch für die Tiere und das kann man ja vermeiden. Wie versprochen, alles ist an seinem Platz. Das Aquarium ist fast klar. Ein paar kleine Pflanzen schwimmen oben rum, die kann man noch später abkeschern. Jetzt installieren wir die Technik, Beleuchtung und dann ist unser Aquarium fertig und kann wachsen. Jetzt ist unser kleines Iwagumi Style Aquarium ready to grow. Wir haben die Lampe drauf, unsere Trokal-LED, die es auch übrigens mit einem externen Computer gibt. Also da könnt ihr euch einen kleinen Computer anbauen. Damit könnt ihr Sonnenauf- und Untergänge simulieren. Ihr könnt Mondphasen simulieren. Dann habe ich jetzt hier unseren Scapers Flow Filter dran, einen kleinen Heizer habe ich installiert. Was ich noch machen muss, ist eine CO2-Anlage ranbauen. Wie sich das Aquarium jetzt entwickelt und wie wir das pflegen, das könnt ihr in einigen Folgevideos sehen. Also uns abonnieren, dass ihr kein Video verpasst und folgt uns vielleicht auf Instagram und Facebook. Und bitte schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet,
was euch vielleicht nicht gefallen hat. Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Okay, bis dann. Ciao.